Beautiful, Sustainable, Together. Das Leitmotiv der New European Bauhaus-Initiative findet eine konkrete Umsetzung bei dem Bau- und Forschungsprojekt einer komplett kreislauffähig geplanten Halle mitten im Pfälzerwald. Studierende und Forschende der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern geben eine konkrete Antwort auf die Frage, wie das Bauen der Zukunft aussehen kann. Betonfrei, ressourceneffizient und reversibel aus Laub und Nadelholz konstruiert, wird die Bauwende mit der Werk- und Forschungshalle Diemerstein in die Tat umgesetzt. Für uns als Architekturstudierenden stellt sich jetzt nämlich die Frage, können wir im Bauwesen und in der Lehre genauso weitermachen wie bisher? Wir sind Studierende an der TU Kaiserslautern im Fachbereich Architektur, wo wir als Teil des Forschungsprojekts Diemerstein eine nachhaltigere, klimaneutrale Bauweise entwickeln. Mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltiger Produktion und Strukturen, welche wiederverwendbar und recycelbar sind. Wir als das TLab-Team planen und errichten zusammen mit im Bausektor engagierten Unternehmen einen Campus für den innovativen und experimentellen Holzbau im Diemersteiner Tal. Ein Rückzugsort mitten im Pfälzerwald. Wir wollen zeigen, dass modernes Bauen auch anders als nach traditionellem Lehrbuch möglich ist. Die Primärkonstruktion sowie die Fassade und die Außenteile bestehen aus Holzmaterialien. Einzigartig sind selbstentwickelte, reversible Bauteilanschlüsse, wie zum Beispiel die Ringknoten aus Kunstharz-Pressholz, welche ein einfaches Zusammenstecken der Bauteile erlauben. Zudem folgen alle Bauteile den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft und sind sowohl unbeschadet lösbar als auch wiederverwendbar. Die Forschungshalle soll Aufschluss über die Entwicklung neuer Bauelemente für klimaneutrales Bauen nach Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft geben. Zudem möchten wir der Baubranche neue Wege aufzeigen, um nachhaltiger zu werden. Das Ziel ist es, das kreislaufeffektive Bauen zu etablieren, als ein wesentlicher Beitrag für die Bauwende. Der Bausektor hat aktuell weltweit einen großen Anteil an den Treibhausgasemissionen, am Primärenergie- und Rohstoffverbrauch sowie am Abfallaufkommen. Um das zu ändern, muss die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen fester Bestandteil werden. Bislang werden vielfach mineralische Materialien in Gebäuden verbaut, die bei einem Nutzungswechsel oder Abriss des Bauwerks weggeschmissen und entsorgt werden. Um einen Beitrag zur CO2-Reduktion und zur Ressourceneffizienz leisten zu können, müssen verstärkt Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt und lange durch Wiederverwendung in der Nutzung gehalten werden. Dabei spielen die Prinzipien der Standardisierung und Elementierung eine zentrale Rolle. So lassen sich Bauteile am Ende eines Nutzungsszenarios wiederverwenden und müssen nicht neu produziert werden. Die Grundlage für den zerstörungsfreien Ausbau von Bauteilen und damit für den Einbau an anderer Stelle bilden leicht lösbare, reversible Verbindungen. Dies wird durch Konusadaptern aus Kunstharz-Pressholz möglich. Die Wirkungsweise und der Einsatz des Konusadapters überzeugt auch im Bauwerksmaßstab der Werk- und Forschungshalle Diemerstein, einer 13 Meter breiten, 28 Meter langen und 7 Meter hohen Halle, die zu 100% rückbaubar geplant und umgesetzt wurde. Die Konusadapter verbinden die Dach- und Wandelemente aus Brettsperrholz mit den 3 Gelenkrahmen des Haupttragwerks der Halle. Durch die formschlüssige Verbindung und die dauerhafte Formstabilität des Konusadapters lässt sich die Verbindung auch nach Jahrzehnten leicht lösen und ist damit reversibel. Dabei kommt es vor allem auf eine interdisziplinäre Forschung, Planung und Umsetzung an. Nur so lassen sich seit langer Zeit etablierte Prozesse überwinden und neue Konzepte in der Breite umsetzen. Ich bin auch überzeugt, dass die Ausbildung sowohl der Architekten als auch der Ingenieure eine Erweiterung sein muss. Ja? Dazu gehört auch dieses Designbild, das wir seit 2014 oder 2015 eigentlich intensiv hier betreiben, dass man diese Dinge dann auch ins 1:1 umsetzt. Dass man also nicht in der Planung aufhört, im 50. oder im 100. und sagt, ja, das wird schon irgendwie gehen, sondern dass man versucht, es tatsächlich ins 1:1 zu bringen, mit all den Schwierigkeiten, die da verbunden sind, sowohl was die planerische Seite anbelangt, was die Berechnung anbelangt, weil dann muss ja so ein Bauteil auch berechnet sein, und was aber auch die Bauphase anbelangt.
Eine solche Versuchs- und Experimentierfläche für die Forschung im Holzbau, mitten im Wald gelegen, mit den Synergien zur Villa Denis, dem Tagungszentrum, ist einmalig in Deutschland. Sowas gibt es in der Architektur, im Bauwesen sonst nicht nochmal als Reallabor für so eine kreislauffähige Bauweise. 2016 haben wir uns in der Lehre am TLab zum ersten Mal hier mit Diemerstein beschäftigt. Also wir haben uns so ganz sukzessive, ganz langsam an dieses Thema der Werk- und Forschungshalle herangepirscht. Und parallel dazu haben wir uns am TLab in der Forschung mit ganz verschiedenen Fragestellungen der Ressourceneffizienz im Holzbau beschäftigt. Was Sie sehen hier ist tatsächlich angewandte Forschung und die unmittelbare Umsetzung des in der Forschung Erarbeiteten, eigentlich das, was man sich so wünscht, oder? Und da sind wir jetzt vor allen Dingen hier in Kaiserslautern auf einem guten Weg, weil nur der es natürlich dann auch verinnerlicht hat, wird es dann später auch umsetzen können. Es ist immer schwierig, wenn man nachher in der Praxis ist, was anderes gelernt hat und dann aber seinen Weg in eine andere Richtung weitergehen muss. Ja, das machen die wenigsten. Und deshalb müssen wir es in die Lehre sehr stark mit integrieren. Es ist ein großer Tag für uns alle. Nun stehen wir tatsächlich in unserer Werk- und Forschungshalle. Die ist nur aus Holz gebaut. Mittlerweile sind wir ja alle mit diesem Material vertraut. Reversibel ist sie natürlich auch. Wir stehen nämlich für nachhaltigen Verbrauch. Kreislaufeffektives Bauen und Wiederverwendbarkeit aller Bauteile. Das alles zu erforschen und entwickeln, dauerte eine Weile. Hoffentlich können alle die Idee hinter diesem Projekt verstehen und es als positiven Beitrag zum Bauen in der Zukunft sehen.